Hi, willkommen zu einem neuen Video. Frohes Neues wünsche ich erstmal. Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne, entspannte Zeit zwischen den Jahren und an Silvester und so weiter. Bei mir gibt es heute mal wieder eine Quick-Tips-Folge und zwar geht es heute um das Thema Continuity Editing. Ich werde erstmal erklären, was das eigentlich ist, warum das so wichtig ist und zeige euch einfach, wie einfach das ist, das Ganze umzusetzen. Also viel Spaß mit diesem Video, los geht's! Erstmal vorneweg, was ist Continuity Editing? Continuity Editing bedeutet, dass man das Video so schneidet, dass die Schnitte im Video so sanft wie möglich bzw. am besten so unauffällig wie möglich eben vonstatten gehen. Ganz wichtig ist es dabei, dass man auf Bewegungen von der Kamera zum Beispiel oder Bewegungen von Menschen im Video eben achtet und danach dann die Schnitte setzt. Klassisches Beispiel, deshalb kam ich auch auf die Idee für dieses Video. Ich war ja in den Alpen jetzt vor kurzem, da habe ich ganz viele Sportler gefilmt, die halt eben teilweise joggen waren und da habe ich dann darauf geachtet, was für Schritte diese Leute machen. Also man läuft ja immer rechts, links und so weiter und wenn man dann da einen Schnitt setzt von der Totalen auf ein Close-Up zum Beispiel, dann sollte man da unbedingt darauf achten, dass die Schritte eben in der richtigen Reihenfolge weitergehen. Ich sehe das ganz oft, auch bei sehr teuren Produktionen, teilweise auch wirklich bei Hollywood-Filmen, dass darauf eben nicht geachtet wird und mich stört das total als Zuschauer, weil ich da auch immer drauf achte und auch Zuschauer, die dann nicht drauf achten, denen fällt das so ein bisschen auf, weil es einfach so ein bisschen störend wirkt. Deshalb mein erster Tipp, achtet immer auf die Bewegungen, schneidet am besten so, dass Bewegungen wie zum Beispiel Laufen oder auch Fahrradfahren oder Gewichte heben, Klimmzüge, was auch immer für Bewegungen jetzt die Sportler oder generell Menschen im Video machen, dass die eben fortgeführt werden, auch bei den Schnitten. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, wenn man Kamerabewegungen durchführt von rechts nach links, so einen kleinen Schwenk oder sowas und dann umschneidet auf ein Close-Up oder auf eine Totale, dass man dann eben auch die gleiche Kamerabewegung beibehält. Auch das ist eine Sache, das sehe ich sehr, sehr oft in irgendwelchen Videos, dass von rechts nach links geschwenkt wird, dann umgeschnitten und dann wieder von links nach rechts. Das stört den Zuschauer in der Regel und ist so ein bisschen unangenehm zum Zuschauen. Deshalb achtet wirklich auch darauf, dass die Kamerabewegungen auch immer gleichförmig bleiben. Natürlich lebt ein Video auch von Abwechslung, aber das kriegt man in der Regel auch gut hin, ohne jetzt den Zuschauer komplett zu verwirren mit Rechts- und Links-Schwenks und Schnitten und so weiter. Also achtet auch da so ein bisschen drauf. Ich mache das bei mir am liebsten mit dem Trim-Tool in Final Cut, das wähle ich einfach aus und dann kann ich die Clips einfach so ein bisschen hin und her schieben und somit die Bewegungen so ein bisschen anpassen. Was mir auch immer hilft, ist, dass ich zum Beispiel bei Schritten immer wirklich laut mitzähle, rechts, links und dann weiß ich auch genau, was für ein Fuß jetzt sozusagen im nächsten Shot vorne sein muss. Das ist so ein kleiner Trick noch zusätzlich. Ja, ich hoffe, das Video war hilfreich und ihr könnt so ein bisschen was damit anfangen. Es ist wirklich sehr schnell gemacht und ich habe mir das schon vor einigen Jahren angewöhnt, darauf einfach zu achten. Ich kann es euch auch nur empfehlen, weil ich finde, dass die Filme dadurch wesentlich besser und professioneller werden. Es ist jetzt kein Effekt, der total auffällig ist oder so, aber mir fällt es mittlerweile auf, wenn es eben nicht darauf geachtet worden ist. Also viel Spaß beim Ausprobieren und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.